Ich bin unterwegs im Norden von Kalifornien. Genauer gesagt im Shasta Trinity National Forest. Noch nie von gehört? Ja, hatte ich auch nicht. Aber das ist der Ort, an dem diese berühmte Szene aus dem Stephen King-Film Stand By Me gedreht worden ist. Und auch diese berühmte Szene aus dem Film Stand By Me. Beide sehen heute ein kleines bisschen anders aus. Aber das habe ich euch ja schon im ersten Teil meiner kleinen Drehorttour gezeigt. Heute wird es Zeit, diesen wunderschönen Ort Shasta Trinity wieder zu verlassen und weiterzuziehen. Genauer gesagt geht es nach Oregon. Das bedeutet eine 5-stündige Autofahrt und dann werden wir den Ort Brownsville erreichen. Einen Ort, den ihr möglicherweise eher kennen dürftet als Castle Rock. Das berühmte Dorf, in dem Gordy und all seine Freunde wohnen. Schauen wir doch mal, wie sich dieser berühmte Ort in den vergangenen 37 Jahren verändert hat. Aus. Alter Falter. Erster Eindruck von Oregon, es ist was völlig anderes als Shasta Trinity. Also dichte Wälder, große Berge sieht man jetzt hier nicht. Stattdessen sehr ländlich geprägt. Kriegt man das Fenster hier irgendwie auf? Nee, kriegt man nicht. Egal. Hier ist so ein leicht abgewracktes Haus direkt vor meinem Fenster und ein total alter Oldtimer. Das sieht schon so ein bisschen aus wie auf dem Schrottplatz aus dem Film Stand By Me. Naja, gut. Wir erkunden den ganzen Spaß hier, aber erst morgen. Ich muss mich jetzt ein bisschen erholen von dieser langen Autofahrt. Nach rechts abbiegen, um auf North Main Street zu bleiben, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, und damit sind wir angekommen. In Brownsville. Oder soll ich besser sagen, in Castle Rock? Ja, genau das hier ist das Dorf, in dem alle wichtigen Stadtszenen aus dem Film Stand By Me entstanden sind. Lass uns doch mal versuchen, die Szenen zu rekonstruieren. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder ein kleines bisschen perplex und sprachlos, dass ich hier überhaupt an diesem Ort sein darf, den ich so oft im Fernsehen gesehen habe. Aber ich habe mich gefangen und wir gucken jetzt mal, wie das hier heute alles aussieht. Das Besondere an diesem Film ist ja, dass wir jetzt hier eine doppelte Zeitschleife erleben werden. Denn der Film wurde vor 37, 38 Jahren gedreht. Er spielt aber ja im Jahre 1959, also zusätzlich zu diesem regulären Retro-Flair haben wir jetzt hier auch nochmal ein künstlich erzeugtes Retro-Flair, zum Beispiel durch diese Oldtimer, die hier an der Straße stehen. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. So sieht Castle Rock heute aus. Und eine Sache, die uns neben den modernen Autos auffällt, ist, dass offenbar hier oben rechts keine grüne Wiese mehr ist, so wie das noch im Film zu sehen ist, sondern dass dort inzwischen ein Haus gebaut worden ist. Im Film sieht Castle Rock, sieht Brownsville
noch nicht so derbe bebaut aus, wie das heute der Fall ist. Was wir aber sehen, ist, dass diese Häuser, die wir hinten alle im Hintergrund sehen, alle heute noch an genau derselben Stelle stehen, wie das damals der Fall gewesen ist. Wir haben links dieses leicht orangene Gebäude, dann rechts daneben diesen Saloon-ähnlichen Schuppen und rechts daneben nochmal so ein Haus. Wir sehen hier in der Realität noch so ein Gebäude auf der rechten Seite, was im Film nicht zu sehen ist. Entweder wird es einfach nur von diesem Auto da verdeckt oder es ist damals vor 37 Jahren einfach noch nicht hier gewesen. Die Kamera schwenkt ein bisschen nach rechts und Gordy läuft den Gehweg entlang. Hier können wir sehen, dass rechts auf der rechten Seite ein Haus gestanden hat, was auch heute noch hier steht. Es hat heute einen etwas anderen Anstrich und heute stehen dort auch sehr viel größere Bäume davor, als das damals noch im Film der Fall gewesen ist. Hier das Haus nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Gordy läuft dran entlang und wir sehen hinter Gordy, dass dort wohl eine Art Tante-Emma-Laden oder sowas gewesen ist früher. Das steht zumindest Market auf dem Schild drauf. Heute ist es wohl ein Antiquitätenhändler. Da kann man ganz viel Krimskrams kaufen und offenbar, was ist das da vorne, ein Schlauchboot oder sowas? Ja, da scheint auf jeden Fall mal der Besitzer gewechselt zu haben. Und wir sehen, dass die Feuertreppe auf der linken Seite mit ganz viel Efeu heute bewachsen ist. Das sah damals auch noch ein bisschen anders aus. Und hier wird es dann ganz besonders spannend. Hier steht dann Gordy auf der Kreuzung und wir sehen im Hintergrund so einen wundervollen, kleinen, süßen Turm, der auch heute noch da ist. Es sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so eine Kirche oder irgendwie sowas. In der Realität ist das heute tatsächlich ein Fitnessstudio. Passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, aber ist tatsächlich so. Ist heute ein Fitnessstudio. Im Film sehen wir dieses Gebäude übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, in dieser Szene hier ist eine der letzten Szenen des Films, wo Chris und Gordy nach Hause gehen. Und da sehen wir, dass dieses Gebäude damals entweder in Wirklichkeit oder für den Film so hergerichtet ein Women's Auxiliary Club war, also ein Hilfsverein der Frauen übersetzt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, sind die Geschäfte neben diesem kleinen Turmgebäude. Wir haben auf der rechten Seite dieses kleine weiße Häuschen. Das ist heute ein Geschäft, auch irgendwie so eine Art Krimskrams-Klunkerladen offenbar, mit dem Namen BFC Annex. Das war früher ein Shop für Children Clothing, also ein Kinderklamottenladen. Und auf der rechten Seite dieses große backsteinartige Gebilde CJ Howe, heißt das heute in der Realität. Das ist ein Strick- und Garngeschäft und im oberen Teil offenbar ein Apartment, Hotel oder irgendwie sowas kann man offenbar mieten, zum Urlaub machen. Was es im Film gewesen ist nicht so ganz klar. Zumindest kann ich dort keine Aufschrift erkennen, aber scheint mir auch irgendwie so ein Klamottenladen oder irgendwie sowas in der Art zu sein. Was wir in dieser Straße auch ganz gut sehen ist, und das gilt für Gesamt-Brownsville, die Straße und auch alle anderen Straßen in Brownsville haben keine Fahrbahnmarkierungen. Hier in der Realität sehen wir, dass dort so Pfeile auf der Straße sind. Es sind auch Parkbuchten eingezeichnet und auch rechts sind Zebrastreifen und solche Sachen. Im Film sehen wir hier überhaupt gar keine Markierungen und das gilt auch für die anderen Straßen hier im Ort. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob man die für den Film entfernt hat, weil es ja das Jahr 1959 darstellen soll und vielleicht gab es zu der Zeit noch keine Fahrbahnmarkierungen oder so, keine Ahnung. Oder ob auch im Jahre 1985, 86 hier keine Fahrbahnmarkierungen vorhanden gewesen sind, was mich allerdings sehr wundern würde. Wir drehen uns wieder um, gehen nochmal auf den Bürgersteig zurück, denn jetzt geht es um die Szene, wo Chris und Gordy die Straße entlang laufen und dann auf die größeren Jungs treffen und dann gemobbt werden und Gordy verliert auch seine Cappy. Das ist alles hier gefilmt worden und hier wird es spannend, denn hier hat sich ein kleines bisschen was an den Gebäuden getan. Wir sehen hier zum Beispiel, dass da so ein kleiner Garten hinzugekommen ist, der damals irgendwie noch nicht da gewesen ist. Und auch das Gebäude selbst sieht so ein kleines bisschen anders aus, oder? Also es scheint irgendwie dasselbe Gebäude zu sein, weil wir haben hier so ein Schaufenster, was so ein bisschen herausragt. Ja, das sieht man auch hier im Film.
Aber irgendwas ist da anders. Also irgendwie ist dieser kleine Garten dazu gekommen. Und wir sehen auch im Hintergrund, dass sich da irgendwie ein bisschen was geändert hat. Wir sehen da hinten so eine kleine Kirche. Die wird auch damals schon da gewesen sein. Aber vor der Kirche scheint mir irgendwie noch so ein Gebäude gewesen zu sein mit so einem ganz alten, verrunzelten Auto davor. Das ist offenbar nicht mehr da. Und wenn ihr euch mal das Haus so ein bisschen anguckt, irgendwie sieht das auch, guck mal, da oben aufs Dach auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen aus, irgendwie. Nicht mehr so richtig gepflegt. Also kann wohl sein, dass sie das da irgendwann mal abgerissen haben. Und dann sehen wir Gordy und Chris, wie sie an einer Reihe von Pubs und Kneipen vorbeilaufen. Zum Beispiel an dieser hier. Das wurde von hier gefilmt. Da ist so eine Lücke in der Wand zu sehen. Es sieht nur allerdings ein kleines bisschen verlassen aus, dieser Pub hier. Früher hingen hier im Film zumindest noch so Schilder und sowas an den Wänden. Heute ist jetzt hier so eine Tür mit so einer Bank davor. Sieht jetzt nicht so einladend aus, um ehrlich zu sein. Ja, und dann kommen unseren beiden Helden, der junge Kiefer Sutherland und sein noch viel unangenehmerer Kumpel aus der Kneipe entgegen. Und das wurde hier gefilmt. Ich weiß, es sieht nicht so aus, denn auch heute sieht diese Kneipe hier irgendwie etwas anders aus. Man hat hier in die Fenster so komisches Zeug reingehängt, dass es aussieht, als wäre das irgendwie ein Holzverschlag oder sowas. Ist es aber nicht. Das sind einfach nur so abgedunkelte Fenster mit so, ich weiß nicht mal, was das ist, so Zeugs irgendwie davor. Genau, aber das hier ist die Kneipe, wo die beiden Jungs nicht nur rauskommen, sondern wo auch die Billardszene gefilmt worden ist. Ja, und hier sehen wir den ganzen Spaß dann nochmal aus einer anderen Perspektive. Gordy verliert seine Cappy, das wurde von hier gefilmt. Und auch hier sehen wir nochmal ganz deutlich, wie sich dieses Gebäude verändert hat. Rechts das Gebäude ist heute irgendwie sehr viel schmuddeliger als früher. Da hängen jetzt auch so Schaukästen irgendwie, in denen aber auch nicht so ganz so viel hängt irgendwie. Ja, und dieser Pub hat eben so einen merkwürdigen Holzverschlag, der früher hier an dieser Ecke noch nicht existierte. Was noch hier ist das große Warnschild auf der linken Seite, direkt über der Tür. No Minors, keine Minderjährigen, weil hier natürlich Alkohol ausgeschenkt wird. Und eine Sache, die existiert auch noch, und jetzt wird's spannend, dieses Schild, was ihr hier im Fenster seht, Irby's, das wurde einzig und allein für den Film hier reingehängt. Dieser Pub hieß nie Irby's, aber das Schild ist noch da. Woher ich das weiß? Nun, ich habe durch Zufall Mary getroffen. Sie arbeitet nämlich hier im Pub und hat mir ganz voller Stolz dieses Schild hier gezeigt, was vor 37 Jahren hier im Fenster hing und was die Crew des Pubs einfach 37 Jahre lang aufbewahrt hat hinter der Theke. Ist das nicht toll? Ja. Aber nicht nur das, Mary hat mir dann auch noch etwas anderes gezeigt, denn hinter diesem Pub, da werden wir unseren nächsten berühmten Drehort finden. It says the Blue Point Diner on the door still, I believe. Yeah, It's been a minute. I mean, I see it every day, so I don't think about it. Yeah, I see it every day. So, oh yeah, Blue Point Diner. Yeah, that's so great. Yeah. Yep. Yeah. I, right. From in the corner or somewhere there. Right around here is where they shot the right, trash right. can. Yeah. Yeah, that's good. Shot down the alley. Yep. So, have you been here while the movie was shot at that time, or? I lived here, but I wasn't. Well, I lived in the area, Yeah. but not here. My sister-in-law, ex-sister-in-law now, she was like in the bleachers when Yeah. they did the pie eating and all yeah. the barfing went on. Yeah, my sister-in-law Lori Robb was there. Okay. Yeah, so that was pretty fun. But yeah, But is this a huge thing in the town? it's or- still huge. Yeah. Every year we have a So thing. there are more people like me coming. Oh, huge thing, yeah. Huge thing. Every year people come and we do a thing every year on the anniversary and Yeah. show the movie down in the park on a big screen. Oh no, check it. Yeah, so it's really fun. Ja, insgesamt 100 Statisten hat die Filmcrew damals hier aus Brownsville und Umgebung für den Film Stand By Me gecastet. Unter anderem eben Marys Schwägerin. Ja, und ganz besonders viel Spaß gemacht hat offenbar diese Riesenarsch-Blaubeer-Kotzerei-Szene. Kann ich verstehen. Das Dorf Brownsville hat sogar aus diesem Anlass einen eigenen Gedenktag ins Leben gerufen. Der findet immer am 23. Juli statt, der Stand By Me Day. Und dann finden hier Veranstaltungen statt und der Film wird nochmal aufgeführt. So viel zur Geschichte. Kommen wir zurück zu unserem Drehort, denn der ist nochmal ganz besonders spannend.
Diese Tür, auf die Mary da gerade hingewiesen hat, Blue Point Diner, die ist ja hier im Film zu sehen. Das Problem allerdings ist, diese Tür ist nicht dieselbe Tür wie damals vor 37 Jahren im Film. Schaut mal hier, die sieht ganz anders aus. Und auch die Türen rechts und links daneben sehen nicht so aus wie das, was wir hier im Film sehen. Und auch diese ganze Ecke sieht irgendwie nicht so aus wie das, was wir da im Film sehen. Und die Erklärung ist, so habe ich mir das jetzt zusammengereimt, dass das Blue Point Diner, die Tür, die wir hier im Film sehen, in den vergangenen 37 Jahren mal ein bisschen nach links gewandert ist. Die haben ihr Gebäude gewechselt. Das sieht man auch auf der anderen Seite der Straße manchmal in Szenen von Stand By Me, wo Gordy dann da steht. Da sieht man das Schild vom Blue Point Diner dann im Hintergrund. Heute, 37 Jahre später, ist das Blue Point Diner aber ein paar Meter in die andere Richtung. Diese Ecke allerdings, wo die Jungs die Waffe abgefeuert haben, die ist auch heute immer noch da, hat uns Mary ja auch gerade schon gezeigt. Und zwar hier an dieser Stelle, das sehen wir so ein bisschen an dieser abgewrackten Wand da auf der rechten Seite, die ist im Film zu sehen, ist heute auch in der Realität zu sehen. Ich muss zugeben, dass ich es am Anfang nicht so ganz gecheckt habe. Ich habe es deshalb dann hier nochmal bei Google Street View nachgeguckt. So sieht diese Ecke frontal aus und da sehen wir dann auch ganz gut, genau, das ist die Ecke gewesen, wo die Jungs die Waffe abgefeuert haben. Was halt total irritiert ist, in diesem Gebäude fehlen heute irgendwie die Fenster. Die waren damals im Film noch da, die wurden irgendwie offenbar zugemauert und dieses ganze Areal sieht im Film sehr viel größer aus, offenbar irgendwie mit Weitwinkel oder so gefilmt, keine Ahnung. Darum habe ich das wirklich am Anfang überhaupt gar nicht gecheckt und diese Ecke wirklich übersehen. Das hier ist dann der Gegenschuss. Die Kids laufen weg, nachdem sie die Pistole abgefeuert haben. Und hier können wir auch sehen, dass sich ein bisschen was verändert hat. Marys Pub, aus dem wir hier gerade rausgekommen sind, der existierte auch damals schon. Daneben das Gebäude allerdings sieht auch so ein kleines bisschen anders aus. Irgendwie, da ist so eine hervorstehende Mauer oder irgendwie sowas zu sehen. Seht ihr das? Ja. Das Gebäude dahinter allerdings sieht wiederum recht ähnlich aus zu dem, was hier steht. Also ich glaube nicht, dass man das neu gebaut hat. Aber auch hier ist irgendwas am Bau mal verändert worden, offenbar. Und was wir hier auch sehen, ist die Kirche im Hintergrund, die wir eben schon aus einer anderen Perspektive gesehen haben. Hier sehen wir dann nochmal ganz gut, jupp, die ist auch damals schon da gewesen. Eine Szene habe ich bislang noch nicht so richtig rausgefunden und das ist diese Szene, die sich unmittelbar vor diesem Pistolenvorfall ereignet. Da fährt Chris mit so einem Truck hinten auf der Ladefläche, glaube ich, über so eine Straße und sammelt dann Gordy vom Wegesrand ein. Und wenn die das so chronologisch gedreht haben wie bislang, dann müssten die hier irgendwo an dieser Straße rausgekommen sein, dann hier durchs Gebüsch gelaufen sein und dann da hinten an der Bar wieder rausgekommen sein. Ist das wohl diese Straße jetzt hier? Da ist so ein zackiges Gebäude zu sehen. Ah ja, krass. Und da ist auch ein zackiges Gebäude zu sehen. Das wird es wohl sein. Die haben das komplett chronologisch gedreht. Gut, aber es ist auch nicht so schwierig. Dieses Dorf hat auch nur eine große Straße, ehrlich gesagt. Hat man nicht so viel Alternativen. Ja, das hier ist das zackige Gebäude, von dem ich die ganze Zeit rede. Übrigens eine sehr charakteristische Architektur für Castle Rock / Brownsville, denn ganz viele Gebäude sehen hier so aus. Die haben alle irgendwie so eine merkwürdige Treppenfassade an der Vorderseite. Kurios irgendwie, oder? Ja, was wir auf dieser Szene erkennen können, ist, alle 3 Gebäude, die wir hier im Hintergrund sehen, sind weiterhin standhaft seit 37 Jahren. Da hat sich nicht so viel verändert. Was sich ein kleines bisschen verändert hat, ist, früher war ein bisschen mehr Grün da, ehrlich gesagt. Zum Beispiel hinter diesen Gebäuden. Und es gab hier auch diesen Gehweg, der damals noch mit so Blümchen von der Straße getrennt war. Auch das ist heute nicht mehr so. Heute ist hier nur noch Beton zu sehen. Ja, und wenn die Kamera ein kleines bisschen nach links schwenkt, dann können wir sehen, oh, da ist auch schon das nächste zackige Gebäude. Ja, auch das Gebäude ist immer noch da, genauso wie damals vor 37 Jahren im Film. Und auch das Gebäude im Hintergrund ist hier jetzt nochmal schön zu sehen. Es ist übrigens ein Fotomuseum. Ja, und was erspähen meine Augen am Ortsausgang von Brownsville, beziehungsweise am Ende dieser Straße? Richtig, diese berühmte Brücke.
Wieder einmal eine berühmte Brücke. Diesmal ist es die Brücke, die in der Szene zu sehen ist, wo die Kids am Ende ihrer langen Reise nach Hause kommen. Ja, und weil das hier eine etwas stärker befahrene Straße ist, schaut mal da, sogar ein schöner, gelber, amerikanischer Schulbus. Wunderschön. Konnte ich mich jetzt hier natürlich nicht eine halbe Stunde auf die Straße stellen, um die Szenen zu vergleichen. Ist aber auch gar nicht nötig. Ich habe ein schnelles Foto gemacht und da sehen wir auch, das sieht hier wirklich aus wie konserviert, oder? Also hier hat sich praktisch gar nichts verändert. Die wunderschöne Brücke ist immer noch an genau derselben Stelle, offensichtlich. Sie hat immer noch dieselbe schöne grüne Farbe. Die Geländer sind noch dieselben. Die Strommasten, die Bäume, die Häuser, alles sieht noch exakt gleich aus. Der schöne Berg im Hintergrund. Das Einzige, was hier ein bisschen anders ist, ist diese gelbe Mittellinie auf der Straße. Ansonsten sieht das hier wirklich aus wie 1986 oder 1959, wie man es nimmt. Die Brücke ist auch noch in so ein paar anderen Szenen zu sehen, zum Beispiel hier, wo die beiden größeren Jungs angeln. Das muss ungefähr von hier gefilmt worden sein. Auch hier hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Das Geländer am Fußweg allerdings, das scheint man mit der Zeit mal neu gemacht zu haben. Das war offenbar damals noch aus Holz, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht heute ein kleines bisschen anders aus. Ja, und direkt nach der Brückenszene befinden wir uns auch schon wieder zurück im Dorf, genauer gesagt an dieser Kreuzung hier. Hier hat man wirklich überhaupt nicht getrickst. Alle Richtungen stimmen total mit der Realität überein. In dieser Straße da hinten befindet sich nämlich Verns Haus. Und das hier ist Teddys Haus. Und hier das Beweisfoto. Unser Vern steht vor dem Haus und das wurde von genau dieser Stelle hier gefilmt. Wir sehen, das Haus steht immer noch an exakt derselben Stelle wie auch damals vor 37 Jahren. Was sich ein kleines bisschen geändert hat, ist die Beschilderung dieser Straße. Da steht jetzt Do Not Enter. Das ist eine Einbahnstraße. Ich weiß nicht, ob das damals schon so gewesen ist. Damals stand hier jedenfalls ein Vorfahrtsschild und auch ein Strommast, der hier heute nicht mehr zu sehen ist. Hier sehen wir das Haus dann nochmal in seiner vollen Pracht. Teddy geht auf sein Wohnhaus zu und so sieht das heute in der Realität aus. Wir sehen, das Haus wurde auf jeden Fall mal ein bisschen neuer gestrichen. Das sieht heute ein kleines bisschen schicker aus als damals. Und die Natur ist hier heute sehr viel mehr am Wuchern, als das damals noch der Fall gewesen ist. Hinter dem Haus ist offenbar noch ein zweites Haus. Das sieht man jetzt heute hier in der Realität gar nicht mehr, weil da sehr, sehr viele Bäume sind. Und ganz offensichtlich hat man auch rechts neben diesem Haus irgendwas entfernt. Da war offenbar damals noch irgendwie so ein Schuppen oder sowas. Das sieht heute hier auch so ein kleines bisschen anders aus. Hier sehen wir den Gegenschuss. Vern läuft in die andere Richtung nach Hause und hier sehen wir, das Gebäude auf der rechten Seite, was wir hier im Film sehen, ist immer noch da. Es hat heute rote Fensterrahmen und auch das Gebäude auf der linken Seite, was wir hier im Film sehen, ist ebenfalls noch da. Auch da hat sich nicht viel verändert. Der Strommast offensichtlich wurde ein kleines bisschen versetzt nach rechts und der Wasserhydrant ist heute nicht mehr gelb, sondern rot. Und auch diese Szene wurde noch hier an dieser Kreuzung gefilmt. Hier sehen wir die 4 Jungs nochmal die Straße entlang laufen. Links ein Oldtimer, rechts so ein rotes Haus. Dieses Haus ist heute nicht mehr rot, es ist heute weiß gestrichen mit blauen Garagentoren. Also sieht ziemlich anders aus. Ja, und von Oldtimern ist hier heute an dieser Straße auch nichts mehr zu sehen. Ja, wenn wir jetzt hier von Brownsville zweimal um die Ecke fahren, also am Ortsausgang, befindet sich ein weiterer Drehort, den wir alle aus dem Film kennen. Und das ist diese Szene, wo sich die älteren Jungs so selbstgemachte Tattoos auf den Arm ritzen. Dummerweise können wir uns diesen Drehort nicht so richtig angucken, weil das nämlich ein privates Haus ist und wir können da jetzt nicht so in den Hinterhof einfach mal reinlaufen. Das ist ein bisschen blöd. Aber weil ich diesen Drehort schon gefunden habe, würde ich sagen, fahren wir zumindest einmal kurz dran vorbei und filmen dieses Haus zumindest mal einmal kurz von der Straße, damit ihr es gesehen habt. Nach 1000 Fuß links abbiegen auf Depot Avenue. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, und hier einmal kurz die Szene, damit ihr euch das vorstellen könnt. So sieht das Ganze hier im Film aus. Die Jungs sitzen hier in so einem verwilderten Garten mit ganz viel Schrottautos und so weiter. Und wir sehen dieses graue Haus da im Hintergrund. Und dieses graue Haus, das ist dieses hier. Das sieht man auch hier von der Straße, nur eben halt von der anderen Seite. Eine Sache, die kann ich euch aber verraten. Dieser Hinterhof, den wir hier im Film sehen, der ist heute nicht mehr so verwildert, wie das damals vor 37 Jahren gewesen ist. Es sind auch ein
ein paar mehr Häuser offenbar drumherum gekommen. Hier mal so ein kleiner Einblick von Google Street View in diesen Hinterhof. Was wir hier allerdings auch sehen, ist ein paar alte, schrottige Autos, die stehen hier auch heute noch rum. Also daran hat sich in den vergangenen 37 Jahren offenbar nichts getan. Ja, das Problem mit den Privatgeländen werden wir leider auch bei weiteren Drehorten dieses Films Stand By Me haben. Das gilt zum Beispiel auch für Verns Haus, das sich übrigens nicht hier in Castle Rock, wollte ich schon sagen, in Brownsville befindet, sondern ein bisschen weiter weg von hier. Das hat ja diese berühmte Veranda, wo Vern drunter gräbt. Ja, das kann man leider, habe ich zumindest auf Google Street View so gesehen, nicht mal von der Straße aus sehen, dieses Haus. Dementsprechend lohnt es sich auch nicht wirklich da vorbeizufahren. Gleiches gilt für Gordys Haus. Das sieht man ja schon im Film nicht so wirklich und in der Realität ist das auch nicht so richtig einsehbar da mit dem Garten und so. Deswegen würde ich sagen, auch Gordys Haus skippen wir mal. Es gibt aber noch so 2, 3 andere Drehorte, wo es sich zumindest lohnt, mal einmal kurz vorbeizuschauen und einen kleinen Blick zu erhaschen, wie das da heute so aussieht. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin. So, angekommen an unserem nächsten Drehort, der aus vielerlei Hinsicht spannend ist. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Szene erinnern, wo Gordy was zu essen kaufen soll, weil die gesamte Gruppe dummerweise vergessen hat, was zu essen mitzubringen. Und dann geht er in so einen kleinen Tante-Emma-Laden auf so einer Straßenecke und kauft dann kurioserweise für 1,50 Hackfleisch. Hä? So heißt es zumindest in der deutschen Synchronisation. Ich habe mich schon als Kind gefragt, warum zum Henker kauft Gordy bitteschön Hackfleisch? Ist Hackfleisch nicht das ungünstigste Lebensmittel, was man mitnehmen kann, wenn man auf eine tagelange Fußreise geht in praller Sonne? Wie kommt man da bitteschön auf die Idee, Hackfleisch mitzunehmen? Und noch dazu, wie soll man das eigentlich zubereiten? Man braucht doch dazu mindestens irgendwie eine Pfanne oder sowas, Öl, Butter oder irgendwas zum Anbraten und natürlich auch Feuer. Also warum zum Henker kommt man auf die Idee, Hackfleisch mitzunehmen? Und ich habe mir dann einfach mal die englische Originalfassung dieses Films angeguckt und mal gehört, was denn der Typ in dem Shop da eigentlich wirklich sagt. Und er erzählt gar nichts von Hackfleisch. Tatsächlich sagt er Ham. Und Ham ist die Übersetzung für Schinken. Also ganz offensichtlich kauft Gordy in diesem Tante-Emma-Laden kein Hackfleisch, sondern Schinken, was auch sehr viel mehr Sinn macht, denn so einen Schinken, den kann man ja tatsächlich mitnehmen auf so eine Reise. Das ist nicht so ein großes Problem. Okay, also alles irgendwie etwas merkwürdig, etwas komisch übersetzt, falsch übersetzt, würde ich sogar sagen. Gut, aber das ist nicht das einzige Kuriose an dieser Szene, denn der Tante-Emma-Laden, den man in diesem Film sieht, der existiert heute nicht mehr. Ja, und hier das Beweisfoto. So sah das damals alles im Film aus. Und so sieht das hier heute aus. Vom Tante-Emma-Laden ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen steht hier auf dieser kleinen Insel so ein Verkehrshinweisschild. Aber auch hier können wir glücklicherweise einmal mit Google Street View in der Zeit zurückreisen. Zum Beispiel einmal ins Jahr 2008. Da sehen wir nämlich, da ist der Tante-Emma-Laden noch da, allerdings ganz offensichtlich auch schon verlassen. Im Jahr 2011 wiederum ist dann hier alles schon extrem verwildert. Und im Jahr 2019 ist das Gebäude bereits abgerissen. Also irgendwann zwischen den Jahren 2011 und 2019 muss dieses Gebäude hier dem Erdboden gleichgemacht worden sein. Heute kann man dieses Gelände offenbar sogar kaufen. Hier steht nämlich so ein kleines Schild an der Straße. Also falls ihr Interesse habt und hier wieder einen Tante-Emma-Laden aufmachen wollt, nur zu, ist alles frei. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Der nächste Ort auf der Liste ist der berühmte Schrottplatz, auf dem nicht nur ein ziemlich
widerwärtiger Schrottplatzbesitzer wohnt, sondern auch sein Hund Chopper, der angeblich allen unautorisierten Besuchern in die Eier beißt. So, mit diesem Wissen bin ich gerade zu genau diesem Schrottplatz hingefahren und habe mein Auto da vorsichtig geparkt, habe ein paar Fotos gemacht von diesem Schrottplatz, von diesem Tor, was man auch in dem Film sieht, auf dem tatsächlich sehr große Schilder hängen, mehrere, dass man bloß da draußen bleiben soll und nicht dieses Gelände betreten darf. Und was ist passiert? Dann kam plötzlich, kein Witz, der Schrottplatzbesitzer an. Und, Plot-Twist, es ist ein super freundlicher Herr. Ja, richtig. Er hat mich gefragt, was ich hier so mache. Ich habe ihm gesagt, ja, ich bin Fan des Films Stand By Me. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Sorry fürs Stören. Und er sagt, gar kein Problem. Und ob ich denn alles gefunden hätte, was ich suche. Und so kann es auch gehen. Also ich bin tatsächlich mit einem etwas mulmigen Gefühl dahin gefahren, weil ich nur diese Filmszene kenne. Und in der Realität ist alles ganz anders. Aber trotzdem, ich habe mich etwas zurückhaltend verhalten da vor Ort und nicht alles restlos, jeden kleinen Draht des Zaunes gefilmt. Hier sind die Szenen. Lasst uns einmal kurz vergleichen, was man da so sehen kann. Ja, das hier ist die Szene aus dem Film, wie wir sie alle kennen. Der Gitterzaun mit den großen Hinweisschildern. Bloß draußen bleiben, sonst kommt Chopper. Und so sieht das Ganze hier in der Realität aus. Ziemlich originalgetreu, würde ich sagen, ne? Schaut mal da sind die großen Schilder, da ist der Gitterzaun und da ist das ganze Gerümpel und der Schrottplatz im Hintergrund. Im Film ist dieser Schrottplatz allerdings auch nochmal von einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Und zwar in dieser Szene, wo die Jungs wieder über das Tor zurückklettern. Das wurde, so vermute ich, auf der anderen Seite dieses Schrottplatzes gedreht. Da muss nochmal ein zweites Tor sein, was eben auch nicht diese Warnschilder hat. Und hier sieht man auch, dass da so ein Wald im Hintergrund ist. Das muss dieser Wald hier sein, den man hier sieht. Auf der anderen Seite ist kein Waldgebiet zu sehen. Da steht nur das Haus des Schrottplatzbesitzers. Gut, aber um jetzt einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, reicht das, glaube ich, jetzt auch hier. Wir verlassen diesen Ort jetzt wieder, bevor sich der Besitzer doch noch anders überlegt und Chopper doch noch auf mich loslässt. Nach 300 Metern erreichen Sie Ihr Ziel. So, jetzt bin ich noch mal fast eine Stunde gefahren, um euch den letzten Drehort für heute zu zeigen. Und hier schließt sich auch der Kreis, denn es handelt sich mal wieder um eine Brücke, genau wie ganz am Anfang. Diesmal ist es diese rote Brücke, die ihr aus dem Film kennt, wo Gordy und seine Freunde ihre Reise beginnen und dann auf die Bahnschienen gehen. Auch in diesem Fall sind die Bahnschienen nicht mehr da. Die sind inzwischen ein Wanderweg. Und die Brücke, die seht ihr direkt hinter mir. Ja, aber bevor wir uns um die Brücke kümmern, fangen wir doch erstmal mit dieser Szene hier an, denn das ist auch die erste Szene, die wir im Film sehen. Die 4 Jungs betreten die Gleise, um dann ihre große Reise anzutreten, und das wurde von hier gefilmt. Man mag es kaum glauben, von diesem Areal ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Die ganzen Bahngleise wurden zurückgebaut. Stattdessen ist jetzt hier so ein Rad- und Wanderweg zu sehen. Im Film sehen wir auch im Hintergrund diverse Waggons. Ich habe fast so ein bisschen die Vermutung, dass das hier auch so eine Art Bahnhof oder Abstellplatz für so Güterzüge oder irgendwie sowas gewesen ist. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Heute ist dort am Ende, wo die ganzen Waggons stehen, ein Autoparkplatz, wo man sein Auto parken kann und dann von hier aus loswandern kann. Genauso wie die 4 Jungs. Vielleicht auch hier nochmal so ein bisschen zur historischen Einordnung, was wir hier eigentlich sehen und warum das heute alles so anders aussieht. Diese Eisenbahn, die hier mal entlang gefahren ist, die wurde ursprünglich für den Gold- und Silberbergbau gebaut, um dann die Materialien von A nach B fahren zu können. Dummerweise wurden genau diese Minen geschlossen, als die Eisenbahnlinie gerade fertiggestellt worden war.
doof gelaufen. Aber kurz danach florierte die Holzproduktion in dieser Region. Ihr seht hier eine ganze Menge Wald. Den konnte man gut gebrauchen, genauso wie im Shasta Trinity Forest. Also auch diese Eisenbahn diente dann schließlich den Holzfällern und den Sägewerken und den Gemeinden zum Transport der ganzen Materialien. Damit allerdings war es dann 1994 vorbei und die Bahnstrecke wurde stillgelegt. Daraufhin wurde dann hier der Roe River National Recreation Trail errichtet. Die Bahngleise wurden abgebaut und stattdessen hier ein Wanderweg asphaltiert, sodass man jetzt hier diese ganze Bahnstrecke, wenn man denn möchte, entlang wandern kann. Sie führt durch viel schöne Natur, die wir auch an anderen Stellen tatsächlich im Film Stand By Me sehen, denn auf dieser Bahnstrecke wurden noch weitere Szenen gefilmt. Und nebenbei gibt es noch ein paar andere besondere historische Bauwerke zu sehen, zum Beispiel auch mehrere historische überdachte Brücken, die mich übrigens auch schon wieder an Stephen King erinnert. Na, wisst ihr, welchen Film ich meine? Gut, aber kommen wir zurück zu Stand By Me. Das ist jetzt hier der berühmte Gegenschuss, auf den ihr alle gewartet habt. Das sind die Jungs, wie sie über die Bahngleise balancieren und dann durch die Brücke hindurch hinten in den Wald hineinlaufen und ihre große Reise beginnen. Und das wurde von hier gefilmt. Wir sehen, der wunderbar historischen Brücke wurde nicht nur ein asphaltierter Wander- und Radweg spendiert, nein, sie hat auch noch ein rotes Brückengeländer bekommen, damit niemand in den Bach fällt. Ja, hier ist tatsächlich ein Bach links und rechts, den sieht man weder im Film noch aus dieser Perspektive, aber so sieht er in Wirklichkeit aus. Da waren auch so ein paar Leute, die hier rumliefen und da geangelt haben. Also alles wirklich richtig schön idyllisch hier. Ja, und auch sonst hat sich an der Brücke nicht so wahnsinnig viel getan. Eine Sache hat sich verändert, das sind diese beiden wappenähnlichen Vierecke, die da oben irgendwie hängen. Ich weiß nicht genau, was das für Dinger sind und ob die irgendeine Bewandtnis haben. Also wieder mal eine Frage an unsere Bahnfans. Wenn ihr das wisst, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten einfach wunderschöne Perspektive, wunderschöne Szene mit dieser Flucht da hinten in den Wald hinein, die auch heute immer noch genauso idyllisch und schön aussieht wie damals vor 37 Jahren, auch wenn hier heute keine Bahngleise mehr zu sehen sind. Freunde, das war tatsächlich meine Drehorttour zu Stand By Me. Ich bin wirklich überglücklich, habe so lange davon geträumt, diese Reise mal zu machen. Ja, und jetzt habe ich es mal gemacht und ja, ich bin wirklich total happy, dass ich all diese Orte mal sehen konnte, die ich so oft schon im Fernsehen auf VHS oder DVD oder im Streaming gesehen habe. So oft habe ich diesen Film tatsächlich schon geguckt. Ja, aber das war nicht nur meine Drehorttour zu Stand By Me, das war tatsächlich auch meine USA-Reise. Ja, das war mein letztes Video hier aus den USA. Ich habe tatsächlich noch ein paar Tage, so eine knappe Woche. Die werde ich allerdings mit Urlaub verbringen. Ohne Kamera, im Flugmodus und ohne euch. Sorry. Und ich habe mir tatsächlich jetzt nochmal was gebucht im Shasta Trinity National Forest, weil mir das so gut gefallen hat, weil die Natur wirklich so wunderschön war. Ja, da werde ich jetzt nochmal so ein paar Tage verbringen und dann mit dem Auto zurück nach Los Angeles und dann fliege ich zurück. Ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, was ich hier veranstaltet habe. Nicht nur heute, sondern auch die letzten Male während meiner USA-Reise. Vielleicht haben euch die Videos ja ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video, bald dann wahrscheinlich auch wieder aus Deutschland. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun, und zwar bei Patreon, oder ihr werdet einfach Kanalmitglied auf YouTube. Dann gibt es auch immer so ein bisschen exklusive Inhalte, zum Beispiel die Adressen und Koordinaten der ganzen Drehorte, die ich euch hier gezeigt habe, falls ihr das auch mal nachreisen wollt, und neue Videos vor allen anderen. Also, für mich war das wirklich eine ganz, ganz tolle Reise, auch mit Höhen und Tiefen. Manche Orte waren schöner, manche waren nicht so schön. Aber das hier war wirklich ein absolut krönender Abschluss, also ganz, ganz toll. Und wer weiß, vielleicht sitze ich irgendwann eines Tages in ein paar Jahren mal zu Hause und denke mir so, ich hatte nie wieder eine Reise wie damals. Aber mein Gott, wer hat die schon?